Weiter geht's mit dem Importieren der Modelle. Wir befinden uns im Content-Ordner und im Models-Ordner. Hier können wir dann über Add oder Rechtsklick dann auch die Modelle importieren, die ihr herunterladen könnt. Das heißt über Add, Import to Game Model. Hier findet ihr dann das unter Models das Static Mesh. Und zwar beim Static Mesh diese drei auswählen, den Ghost A und die Map. Und dann auf Öffnen gehen. Dann habt ihr so einen Import-Screen. Import All. Danach solltet ihr die Modelle soweit importiert haben. Das heißt so ein Ghost A, dann M Glass, die Map, Material 001, Material 007, World, Grid Material und Yellow. Wir nehmen dann M Glass, Material 001, Material 007, World, Grid Material und Yellow und verschieben das in den Ordner Material mit Move hier. Das dauert einen Moment. Dann haben wir die Materialien im Materialordner und die Modelle im Models-Ordner. Im Model-Ordner dann Rechtsklick, neuer Ordner. Static Mesh. Und die ganzen können wir dann hin verschieben. Dann einen neuen Ordner erstellen. Skeletal Mesh. Im Skeletal Mesh können wir dann wieder Import drücken. Und importieren die PEG 14003 dort rein. Hier einfach Import All. Dann haben wir in Ordner Models Skeletal Mesh, dann die Material 011, Material 012, den PEG 14003, den PEG 14003 Physic Asset und den PEG 14003 Skeleton. Ich lösche die einmal nochmal kurz und reimportiere das Ganze. Ist einmal kurz ausgewählt, gelöscht und Import. Dann die PEG 14003 FBX als Skeletal Mesh. Nochmal öffnen. Und Import Mesh. Da habe ich einen Haken gesetzt. Das ist halt wichtig, dass wir bei dem Import Skeletal Mesh einen Haken haben und bei Import Mesh einen Haken. Ungefähr so. Und können das Ganze importieren. Dann bei Advanced habe ich diese Einstellung gewählt, mit denen ich das Ganze importiere. Bei Milliseconds habe ich diese Einstellung gewählt, auch den Advanced-Teil. Nach dem Import All müsst ihr die ganzen Meshes importieren können.
Wenn dann der Import soweit geklappt hat, dann müsstet ihr ja im Skeletal Mesh sowas sehen wie ich hier. Das heißt, der erste Import hat nicht geklappt, der zweite hat jetzt geklappt mit den Einstellungen. Und dann habt ihr halt die Material 011, Material 012, den Pack 14003, den Pack 14003 Physic Asset und den Pack 14003 Skeleton. Und damit wollen wir dann weitermachen. Das heißt, diese Assets, die wurden vorbereitet für euch und ihr könnt die dann importieren nach dem Download. Die Materialien verschieben wir jetzt einmal in Materials, Move hier. Dann haben wir alle Materialien im Materials-Ordner. Dann öffnen wir die Skeletal Mesh mal. Das heißt, die Pack 14003 einmal geöffnet. Hier haben wir einen Bone im Skeleton Tree. Nochmal geschlossen und habe bei mir beim Importieren noch eine Einstellung vergessen. Das heißt, die Skeletal Mesh können wir noch mal löschen an der Stelle und reimportieren. Das Ganze. Force Delete. Import. Die Sphere auswählen. Und das müsste soweit passen. Das heißt, die Import Morph Targets, die habe ich an der Stelle vergessen, die brauchen wir auch. Da muss unbedingt auch ein Haken gesetzt sein beim Import. Auf True, Import All. Die Materialien kann man wieder verschieben, und zwar in den Materialienordner. Die alten müssen wir natürlich löschen. An der Stelle könnt ihr die Materialien wieder zuweisen oder die alten löschen. Zumindest kann man jetzt, wenn man Pack 1.4 öffnet, dann über den Key 1 den Mund auf und zu machen. Das ist an der Stelle richtig und wichtig, dass er auch den Mund auf und zu machen kann. Dann gehen wir wieder in den Content Browser und unter Content dann brauchen wir einen nächsten Ordner hier. Rechtsklick, neuer Ordner. Und zwar Sounds für die Sounddateien. Import. Hier können wir dann die Sounddateien importieren. Sound 1 bis 3 und Start Pac-Man einfach importieren. Dann habt ihr die 4 Sounddateien bei euch. Die Sound 2 Pac-Man Datei ist ein bisschen langsam oder leise. Man kann auch das Volumen noch ändern. Entweder lauter oder leiser. Hier ist es wichtig, dass man das Looping aktiviert, mit einem Haken setzen, sodass der Sound 2 Pac-Man im Loop läuft. Und das können wir dann speichern und schließen. Für die nächste Sounddatei Sound 1 Pac-Man. Dort ist auch wichtig, dass der Loop gesetzt ist, das Looping. Und das Speichern und Schließen. Wieder im Content Browser, Content WB. Und zwar im Ordner WB geht es dann weiter. Und zwar für die grafischen GUI-Elemente. WB öffnen, Add und auch importieren. Beziehungsweise dort machen wir eine Blueprint Class, also Add Blueprint Class. Sorry an der Stelle, ich meine natürlich ein Widget.
Die finden wir unter User Interface. Das ist ein User Interface, dann ein Widget erstellen. User Widget. Nennen das Interface Charakter. Dann unter WB Sprites. Dort können wir dann Sprites importieren. Auf Import. Und zwar die HUD.tga und die Menü.tga. Die importieren wir dort. Öffnen. Dann haben wir dort die zwei Sprites. Die verschiebe ich an der Stelle noch Richtung WB. Texturs, Move hier. Das heißt, das waren die Texturen. Wir haben also die Texturen an der Stelle, die HUD und Menü. Und im WB Texturenordner dort dann auswählen, Rechtsklick, Sprite Actions, Create Sprite. Dann erstellen wir ein Sprite zu dem HUD. Somit haben wir so ein HUD-Sprite. Das Menü können wir erstmal löschen an der Stelle. Ich meine, das HUD-Sprite können wir einmal löschen an der Stelle. Dann auf HUD wieder Rechtsklick. Sprite Actions und Extract Sprite. Das heißt, ich habe mich da verklickt. Sprite Actions, Extract Sprite. Bei dem HUD können wir das extrahieren. Und haben das hier bei Extract Sprite, Extract, das ganze Sprite extrahiert. Das verschieben wir nach Sprites. Fürs Menü genauso Rechtsklick, Actions, Extract Sprite, Extract. Und auch das extrahieren wir nach Sprites. Move hier. Das heißt, über den Extract Sprites haben wir dann die ganzen Sprite-Elemente. HUD Sprite 0 und bis HUD Sprite 4 und auch die Menü Sprite 0 bis Menü Sprite 2 für den Sprite-Ordner. Das HUD Sprite 4, das habe ich kurz gelöscht. Das heißt, wir brauchen nur die 3. Von HUD Sprite 0 bis HUD Sprite 3. Dann können wir auf Save All gehen. Also wollen wir alles mal speichern. Dann haben wir einen Zwischenstand gespeichert mit den ganzen Änderungen. Save Selected. Dann wieder zurück im Content WB Ordner. Im Content Ordner. Dann die Blueprint-Klasse öffnen. Ich schaue parallel im anderen Projekt, ob ich da alles habe, damit ihr halt dem Kurs folgen könnt mit dem Import. Hier an der Stelle sieht das gut aus. Und wir machen dann im nächsten Video weiter, indem wir die Blueprint-Klassen einmal vorbereiten und mit eigener Spiellogik versehen. Das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis bald!